Ja, wir sind schon unterwegs jetzt hier zur Rennstrecke, zur Algarve Racetrack hier in Portimao. Und wir haben natürlich auch hervorragendes Wetter. Natürlich ist es ein bisschen sarkastisch gemeint, weil normalerweise regnet es hier immer in Portimao. Wann immer ich hier war Regen. Aber heute scheinen wir Glück zu haben. Das heißt, was mal passt, wir machen ja heute die ganzen Standaufnahmen, die sogenannten Statics mit dem Motorrad für das Video hier. Und was wir heute auch machen, sind die ganzen Interviews mit den Technikern, mit den Ölinsleuten, mit den Reifenleuten, Rennfahrer, wenn da sind. Das machen wir alles heute. Und morgen wird dann gefahren. Und das ist eine wahnsinnige Anlage. Also ihre ist ja alles hier auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampft worden. Algarve International Circuit, nein, Autodrom, sorry. Und da schauen wir mal jetzt reinkommen. Da ist sicher ein Wachhund vorne an der Tür. Kommt schon der Chef. Ganz ein strenger Bursch jetzt. Hallo. Wir hier bis Honda. Ja, obrigado. Extrem strenge Sicherheitsvorkehrungen. Nach einer mehrstündigen Perlustration und Ausweiskontrolle haben wir uns da jetzt reinlassen. War wirklich kompliziert. Ja, und jetzt sind wir quasi im Infield, im Inneren der Strecke. Da hinten ist schon die Willi-Kurve. Ganz grauslich. Da geht es fürchterlich zur Sache über die Kuppen dort. Wow, das wird schier werden. Naja, da wird die Fireblade morgen winseln mit die 192 PS über die Kuppe und ich ebenso. Man sieht schon ein kompaktes Setup, die Honda-Leute sind da, Journalisten sind da, die dürfen ja heute schon fahren, die Kollegen. Ich bin ja heute nur zum Filmen da. Wir werden uns da in den Bridgestone Truck da einbauen in unser Auto. Da ist ein guter Parkplatz für uns, herrlich. Dann schauen wir mal, wie die Fireblade so glänzt in der portugiesischen Morgensonne. Kommt's mit. Tja, jetzt haben wir hinter uns die neuen Fireblades. In der Mehrzahl spreche ich da bewusst. Wir haben ja hier, ja stimmt, die SP und hier die Standard, in schwarz sogar. Und neu darf man da wirklich sagen, weil bei der neuen Fireblade im Vergleich zum Vorgänger sind 90% der Teile neu und 15 Kilo sind eingespart worden. Und ich habe da jetzt ja gerade den ganzen Tag über mit Technikern, Rennfahrern, anderen Journalisten, Kollegen gesprochen. Und was man geglaubt hat, ist diese Akribie, mit der die Honda-Leute da diese Gewichtsreduktion vorangetrieben haben. Die haben es mal gesagt, 50% der Gewichtsersparnis bei den großen Brocken, sage ich mal, erzielt, also Motor, Rahmen, Schwinge und so weiter. Und 50% bei den ärgsten Details, also so Wellen, Hohlbohren und dünnere Beilagscheiben, Schraubenlängen reduziert, Plastikwandstärken reduziert und so Sachen. Und diese Sisyphus-Arbeit, diese Kleinarbeit, das taugt mir natürlich schon, dass der Honda so akribisch arbeitet. Was sicherlich ein Highlight ist für Gewichtsfetischisten, gibt es sowas? Ja, ich glaube, es gibt sicher Gewichtsfetischisten, die Honda-Ingenieure sind sicher welche. Ein Highlight ist sicher der Titan-Tank, der auf der SP-Version montiert ist. Schaut quasi in der Rohfassung schon klasse aus. Und der macht alleine ja schon diesen Gewichtsunterschied aus zur normalen Version. Ich habe mir das da aufgeschrieben irgendwo, wie viel ist er leichter, wo steht das? Ich glaube 1 Kilo leichter. Ja. Und wo man zum Vorgängermodell auch eingespart hat, ist natürlich der Rahmen, der ist glaube ich 500 Gramm leichter. Ja, und so hat man halt insgesamt ganz viel Hand angelegt, um die Maschine noch leichter zu machen. Was auch leichter ist, ist die Lithium-Ionen-Batterie in der SP-Version im Vergleich zur normalen. Ja. Aber zu den Unterschieden von SP und normale gehe ich dann später noch rein. Da ist echt beachtlich, was da alles mit drinnen steckt. Schauen wir sich einmal die Hard Facts vom Motor an. Wir haben 114 Newtonmeter, wir haben 192 PS. Bei 13.000 Umdrehungen.
Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht. Honda sagt 192 PS. Passt, für mich passt es. Ich weiß nicht, passt das für euch aus oder sagt ihr, 200 PS ist absolutes Minimum? Viele andere, also einige andere haben ja 200 PS. Schauen wir mal, wie Honda da mithalten kann. Ich persönlich glaube, dass egal ist, dass jetzt alle auf einem Leistungsniveau ist, wo es dann wirklich nur mit dem Fahrrad auf ankommt. Aber morgen werde ich es am Detail erfahren. Und was auch anders ist, das Motorrad ist schmäler, an manchen Stellen von der Breite her 3 cm, an manchen Stellen 1,5 cm schmäler und die Fireblade war ja bisher auch schon ein sehr kompaktes Motorrad, das finde ich auch super. Und jetzt schauen wir uns vielleicht einmal an die Unterschiede von der Standard-Version zur SP-Version. Eins habe ich schon gesagt, Titantank. Das zweite ist die Lithium-Ionen-Batterie. Die kann man sich natürlich selber auch nachrüsten. Also wenn man jetzt sagt, man kauft sich die Standard-Fireblade, kann man natürlich eine Lithium-Ionen-Batterie reingeben. Was auch ein Unterschied ist, ist die Bremserei. Standard hat Tokiko, die SP hat die Brembo. Aber das Wichtigste natürlich, und dort wo auch die meiste Kohle drin steckt, ist Electronic Suspension von Öhlins. Und für mich auch deswegen der Tipp, greift gleich zur SP. Man hat im Prinzip komplette Öhlins-Hardware drin, absolut Top-Hardware, plus das Elektrospielzeug. Und selbst wenn man das Elektrospielzeug nicht mag, kann man ja das in den manuellen Modus befördern, die ganze Maschine, und hat nachher einfach ein fixfertiges Öhlins-Fahrwerk drin und braucht nicht herumscheißen. Standardfahrer sind auf der Landstraße sicher perfekt aufgehoben und wenn man halt auf der Rennstrecke ernst andrücken will, muss man wahrscheinlich eher zur SP greifen. Muss ich dann im Detail noch rausfahren, aber rein, wenn ich mir die Hardware anschaue, ist die Positionierung schon klar, mehr Landstraße, mehr Rennstrecke. Und was auch der Unterschied ist, ist der Quickshifter mit Up and Down, ohne Kupplung schalten. Standardmäßig ist er drin in der SP-Version, aber man kann ihn als Zubehör in der normalen Fireblade, also in der schönen schwarzen zum Beispiel, upgraden, ist kein Problem. Was echt mächtig ist, ist dieses ganze Elektronikpaket, was jetzt in der Fireblade drin ist, sowohl in der Fireblade als auch in der SP, ist echt ein gewaltiges Elektronikpaket drin. Und ich sag mal, in der Fireblade SP, da habe ich jetzt wirklich mit den Insider gesprochen, ist führendes Elektronikpaket drinnen, rein jetzt mal am Papier, wie es fährt, probiere ich dann gleich aus. Aber rein am Papier ist hier das derzeit führende Elektronikpaket drin, was Standardmotorräder anbieten und hier auf alle Fälle auch ein sehr kompetitives. So, jetzt haben wir uns die Hardware angesehen von Öhlins, das glänzende Gold aus Schweden. And now let's go into the software stuff. It's maybe we need a Nobel Prize winner for that, but you told me it's not so complicated. So what's the big difference compared to the previous system, please? Yeah, it looks very complicated, but it's actually much simpler. That's the whole focus with this system. The news with this year is that we have been working 2 more years on the Smart EC software. And on this bike, we're actually offering 2 softwares. First, the Smart EC software has been evolved into a much more advanced software. We are much more accurate in which way we decide what kind of behavior you're in with the bike, if you're in the braking and what part of braking you're in. So we have more different modes or damping states around the track. So we're changing states typically between 40 and 80 times per lap. You have different settings around the track. So now it's very precise also, so every lap feels the same way, which is very important to build the confidence for the rider. So that's basically the difference on the Smart EC software. Then we have a new software for the Honda, which is called Objective-Based Tuning Interface. Okay, and this is really new, so no other brand has this at the moment. This is a world's first right now, so we are really excited about this. Okay, good. And it's actually not increasing the performance of the bike, but it allows you to set up the bike so you can get the full potential of the bike. What we realized with previous system is that it's quite complicated and difficult to understand. It's still compression and rebound and there's many different settings, and how should I get my head around all this compared to what I'm feeling on the track. So we wanted to think about this in a different way, and we wanted to raise the intelligence level of the tuning that you can do, which actually means that it's more simple for you. So we can look at an example. So we can lower the intelligence level of the riders, huh? More or less, or you can use the normal intelligence level of a rider. No problem, yeah. You don't have to be a suspension Just be honest technician. to me, it's no problem. No worries. No, let's take an example, and I can maybe explain that it's actually simpler. So previously we've been thinking about compression and rebound.
for suspension, and how to set the clickers in different way to achieve maybe a better braking if you're struggling during braking. But now we have a parameter called braking instead. That seems pretty So straightforward. no damping, no rebound. No just damping, no braking. Yeah, we don't have to think about damping at all. We just have to think about how the bike is behaving during braking. So, and also if you can't really put words on what's happening during braking, you can just try and add more support during braking and see how that feels. Maybe it's positive, maybe it's negative, and then you can go the other way, go minus. That will maybe allow you to have a better angle of the bike to enter the corner. Yeah. But it's always a compromise. If I improve during braking, it's not so good for other riding situations. Well, that's the unique part with the Smart Easy system. The braking changes will only affect the braking. Cornering and acceleration will feel exactly the same, so that will not change. So when you arrive at the track, you can work in sequence. First you can work on your braking, and then you can focus on your cornering and then your acceleration to find your perfect setup. And it always depends on how fast you are, what tires you are using, how grippy is the track. So that's why we wanted to give the user a system which is easy to play around with and easy to understand, so that you can find your perfect setup for every situation. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wo und wann und wieso man dieses Elektronikpaket braucht, schauen wir uns mal so eine typische Sektion an und sagen wir mal Kurven. Ja, man fährt jetzt zum Beispiel mit der Fireblade zur Kurve hin, dann brauche ich ja dort schon das erste Mal, wenn ich hart anbremse, brauche ich schon das erste Mal das ABS mit der Hinterradabhebeerkennung. Vor allem, wenn man bei Bergabpassagen anbremst, ist es selbst für gute Fahrer sehr hilfreich, weil das ein Motorrad eine sehr radikale Geometrie hat und auch ein radikales Gewicht. Muss man natürlich aufpassen, dass es nicht überschlagt. Und da ist so eine Hinterradabhebeerkennung, die beim ABS mit dabei ist, für jede Leistungsstufe am Fahrer mal hilfreich. Was auch hilfreich ist schon in der Bremszone, ist natürlich der Schaltassistent, den man drauf hat, vor allem also der auf der SB-Version, der beim Runterschalten ohne Kupplung das Fahrzeug schön stabil gerade hält, wenn man nicht so viel Unruhe reinbringt. Dann geht es mal los. Dann fahre ich in die Kurve rein und da ist mal gut, ich kann mir die Motorbremswirkung elektronisch einstellen. Das heißt, ich kann mir es in 3 verschiedenen Stufen einstellen, von wenig Motorbremswirkung zu heftig, also so eine starke Motorbremswirkung. Freddy Spencer natürlich, Fast Freddy, fährt natürlich mit wenig Motorbremswirkung in die Kurven rein, weil er soll ja so ähnlich fahren wie ein Zweitakter natürlich. Aber wer, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Stabilität am Kurveneingang so rein möchte, ein bisschen mehr Bremswirkung schon alleine durch den Motor, kann sich dann die Motorbremswirkung selbst einfach einstellen, wie er es möchte. Wo dann auch schon voll die Elektronik zuschlägt, bei der SB-Version, Öl ins Fahrwerk. Das Öl ins Das dynamische Fahrwerk macht ja am Kurveneingang, also in der Bremszone, macht ja die Druckstufe zum Beispiel vorn härter, dass das Motorrad nicht so stark eintaucht. Dann aber, wenn man dann beginnt einzulenken, verändert sich das Setup in Richtung Handlicht, dass die Geometrie sich verändert vom Fahrzeug durch ein bisschen Eintauchen vorne und dass man schöner den Einlenkpunkt erwischt. Das heißt schon beim Einlenken und während der gesamten Kurve natürlich auch, passt sich das Setup vom Fahrzeug, von der Gabel, vom Federbein hinten laufend an. Bis zu 80 Mal pro Runde übrigens, laut Öhlins-Techniker. Das ist natürlich irre. Was dann auch immer hilfreich ist, natürlich vor allem bei tricky Asphaltbedingungen, ABS in der Kurve, passt ganz gut. Und dann geht's los am Kurvenausgang, wenn ich dann so über den Scheitel rausfahre. Jetzt erstmals bei der Honda, ein Serienmotorrad von Honda mit dabei, Ride by Wire, weil hier mit die 192 Pferde, Ansprechverhalten, da ist natürlich wichtig am Kurvenausgang, dass ich die 192 PS wirklich feinstens dosieren kann. Und das kann ich mir auch auf meine persönlichen Vorlieben natürlich einstellen. Das heißt, ich kann das Ansprechverhalten giftig machen, ich kann es sanft machen, ich kann mir das Ansprechverhalten auch so einstellen, dass zum Beispiel in den unteren 4 Gängen, im sanftesten Modus ist es in der 1er-Stufen, noch nicht die volle Leistung ansteht. So habe ich die volle Unterstützung, wie es für mich halt passt, im Kurvenausgang beim Gasanlegen. Dann natürlich, Kurvenausgang beginnt die Traction Control ihre Arbeit zu verrichten. Hoffentlich, wenn man ordentlich andrückt und da ein bisschen Feuer gibt. 9 Stufen kann man es einstellen, die Honda Traction Control. Und da ist natürlich sowohl hier als auch hier absolute Top-Ware drinnen, also mit Gyrosensorik, INU und so weiter, also Top-Hardware, Top-Software. Und am Kurvenausgang natürlich
wenn man es drauf hat, wenn man es kann, Hebel voll umlegen und die Bits and Bytes machen in Rest. Werde ich dann ausprobieren morgen, ist mir komplett egal schon. Ich lege morgen den Gas, gehe Vollgas um, die Honda-Leute haben gesagt, das geht und dann schauen wir, ob die Gurken da hinten nicht will. Und dann am Kurvenausgang, wenn der Kurvenausgang schon dem Ende zugeht, bei manchen früher, bei manchen später, und ich lege dann voll in Gasgriff um, 192 PS zerren an der Kette, vor allem hier in Portimao, einige Kuppler, wird das Vorderrad leicht, Wheelie Control. Da ist natürlich hilfreich, wenn man nicht so ein routinierter Fahrer ist oder schlampig oben sitzt, dann hilft die Wheelie Control mit, dass er nach hinten überschlagt. Muss man aber wirklich aufpassen. Weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, wenn man sich da immer auf die Wheelie Control verlässt und schlampert oben sitzt, fühlt sich das zwar gut und schnell an, aber man verschenkt wertvolle Zeit, weil natürlich, wenn man schlampig oben sitzt, das Gewicht nicht anständig nach vorne verlagert, man legt den Gasgriff um, Motorrad stellt sich auf vorn, wird ja Leistung runtergenommen und bringt das Vorderrad wieder am Boden und dann verschenkt man einfach Beschleunigungsperformance. Also trotzdem bitte nicht alles mit der Elektronik machen, trotzdem sauber umsitzen, Gewicht nach vorne, kämpft um jedes Prozent Vortrieb. Ja, und dann natürlich gehen wir raus auf die Gerade, gehen wir volle Granate Gas und dann freuen wir uns wieder an der Performance vom Schaltassistenten, der übrigens von der Sensibilität her in 3 Stufen einstellbar ist. Also dass man wirklich nur leicht drauf tippen muss oder ein bisschen kerniger drauf brüllen muss. Und so denke ich mal, wenn jetzt Leute sagen, ja, wer braucht die scheiß Elektronik und so weiter, ich weiß nicht, also da ist für jeden was dabei in so einer Kurvenfahrt und wir haben hier Jungs jetzt auf der Strecke gehabt, John McGuinness, Freddie Spencer, also ich weiß nicht, gibt es noch härtere Burschen als die und die haben einen Mörderspaß gehabt mit der neuen Fireblade und mit der neuen Elektronik, haben sich wirklich spendiert, die Burschen, oder die Jungs, die Männer. Und ja, erübrigt sich eigentlich jegliches weitere Kommentar hinsichtlich Männermoped hin oder her, braucht man Elektronik. Antwort liegt auf der Hand. Was jetzt interessant ist mit dieser ganzen Elektronik, ich habe da insgesamt wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Parameter, die man da einstellen kann. Und das ist von Honda zusammengefasst in 5 Modes. Das heißt, ich habe dann 3 fixe Modes, die kann ich dann wählen, Rennstrecke, Landstraße oder Regen, je nachdem, wo das halt für mich persönlich passt, wo dann halt jeweils das komplette Setup mit allen Parametern angepasst wird. Und ich habe 2 frei wählbare Konfigurationen, wo ich mir persönlich 2 Setups von der Engine, Brake, alles halt einfach einstellen kann, wie ich will. Die hinterlege ich mal in diesen 2 frei definierbaren Setups und dann muss ich mir das nur einmal oder zweimal eben einstellen und dann klicke ich da einmal drauf und habe das alles Palette. Das ist dann natürlich super grandios und Standard, passt. Und bei der SB kam da dann im Menü noch eine Spalte dazu für die Electronic Suspension, die ich mir da so mit gleich abspeichern kann. Das heißt, in der Praxis baue ich mir dann ein Setup zusammen für Pannoni-Ring, Hockenheimring, was weiß ich, für meine 2 Lieblingstracks und kann dann einfach zwischen den Setups umswitchen und brauche sonst nichts mehr angreifen an den ganzen Fahrzeugen und habe komplett vom ganzen Charakter her alles perfekt eingestellt auf die jeweilige Location. Und deswegen denke ich mal jetzt rein von den theoretischen Rahmenbedingungen hier absolut grandiose Voraussetzungen. Aber der Test ist jetzt schon im vollen Gange. Ich kriege jetzt gleich meine Tracking-Session, das heißt, ich fahre dann hinter dem Kameracar nach und da muss ich mich jetzt beeilen, sehe ich gerade, weil ich mich jetzt umziehen, ins Leder zwängen und dann gehen wir an die Fahrerei. So, ich warte jetzt auf meine Tracking-Shots. Tracking-Shots heißt, man fährt hinter ein Auto nach und so eine arme Sau von Fotografen und Kameramann, da liegt einer hinten drinnen, liegt im Kofferraum und muss nach hinten raus. Fotografieren. Einmal habe ich schon gesehen, wenn er rausgespielt hat aus dem Kofferraum, war echt mächtig. Das war in Katar damals, auch bei der vorigen Fireblade. Und jetzt haben wir ein bisschen eine Verzögerung, weil einer der Journalistenkollegen hat es tatsächlich geschafft, bei 30 km/h zu stürzen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, möglicherweise nach innen umgeflogen. Weil ihr seht ja, die Autos, die da genommen werden, Honda Civics, sind jetzt nicht der Typ R, sondern irgendwelche relativ leistungsschwachen Geräte. Da muss man echt aufpassen, hinten mit der Fireblade, dass man nicht einschlaft. Ist offensichtlich einem Kollegen passiert, jetzt müssen wir da ein bisschen warten. Aber gleich bin ich dran und dann kann ich da mal ordentliche Aufnahmen machen. Okay, Nils.
So, das war jetzt eine mörderische Action. Dieses Tracking ist immer ganz ein irrer Nervenkitzel. Da sind die Unterhosen immer voll nachher. Da musst du einen Meter ranfahren ans Auto. Der arme Fotograf und der Videokameratyp liegt im Kofferraum drin. Einen Meter sollst du ranfahren. Und die Bremspunkte musst du natürlich so erkennen. Man schaut nachher durch die Windschutzscheibe vom Auto nach vorne. Und so muss man halt dann rechtzeitig zum Bremsen anfangen. Sonst biegt man im Kofferraum drin. Ein Kollegen ist es so gegangen, der ist leider zu Sturz gekommen. Wir haben es überlebt, alles palettig, geile Aufnahmen sind es geworden. Jetzt kann ich es wirklich kaum noch erwarten. Morgen ist er dann soweit, morgen drückt man richtig an mit der Fireblade. Jetzt vorher habe ich es ja nur im Kennenlernmodus bewegt. Bei den Tracking-Fahrten war schon ziemlich beeindruckend. Ja, was für mich ja wichtig ist, ich muss morgen die Frage klären, bleibe ich bei meiner Yamaha R1M, die ich ja gerade fahre, oder steige ich auf die neue Fireblade um, oder warte ich noch auf die GSX-R, die fahre ich ja dann in 2 oder 3 Wochen in Australien. Also da kommen jetzt noch geile Videos auf euch zu bei unserem YouTube-Kanal. Was mir schon ein bisschen Sorgen macht, ist die Rennstrecken da. Ich muss sagen, ich fahre ja viel unterschiedliche Rennstrecken, aber das da ist wirklich, ja, braucht man echt Big Balls. Man hat einige blinde Ecken und diese arge Wheelie-Kuppen. Und wenn man da richtig volles Rohr andrückt, ja, ist echt heftig. Also da muss ich morgen mal wirklich die Pobacken zusammenzwicken da, sonst gibt es da keine geilen Rundenzeiten und geile Erlebnisse im Sattel, aber ich werde mein Bestes geben für euch. Und was jetzt schon ist, ich brauche natürlich jetzt ein bisschen eure Mithilfe, jetzt bei diesem großen Fireblade-Video, das ich da mache, vor allem wenn ihr Fireblade-Fans seid, müsst ihr ein bisschen missionieren helfen. So wie die Zeugen Jehovas, die von Tür zu Tür gehen, müsst ihr jetzt dieses Video ein bisschen teilen, dass dann alle Leute auf die Fireblade aufspringen und euphorisch Fireblade-Fans werden. Also alle Fireblade-Fans bitte mithelfen. Und was ich heute auch schon gesehen habe, und ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen, der Auspuff, von der Serienauspuff von der Fireblade schaut nicht nur gut aus, sondern hört sich auch richtig gut schon an. Also ich hoffe, das kommt im Video auch so gut rüber. Da bin ich auf euer Feedback gespannt. Also ich finde den Sound von der neuen Fireblade auf alle Fälle schon mal richtig leibend. Gibt es echt nichts zu meckern. Und ob ich sie mir privat kaufen werde, das werde ich aber erst morgen entscheiden. Und jetzt werden wir uns einmal gemütlich ins Bettchen legen, nachdenken nochmal über alles. Und morgen ist dann der Tag der Entscheidung. Jetzt geht es gleich los. In einer halben Stunde ist mein Turn dran. Dann beginnen wir mit dem heutigen Test mit der Fireblade. Und ich habe da jetzt gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten stehen mal hier. Unsere Guides. Mr. Hayden, Mr. Spencer. Also da hat Honda keinesfalls gespart. Die schlechten Nachrichten zeige ich euch jetzt draußen. Ja, ich glaube, ihr seht es schon. Die wunderbare Sonne hier in Portugal hat sich in einen Regenguss verwandelt in der Nacht. Es hat leider bis in der Früh geregnet. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Turns bei nassen Bedingungen. Aber naja, als pflichtbewusster Testpilot für euch gebe ich natürlich auch im nassen Gas, weil ihr wollt ja auch wissen, ob die Fireblade im Nassen gut performt. Ja, war jetzt wirklich ein mächtiger erster Turn. Hat voll zum Schiffen angefangen. Das heißt regnen für die Deutschen. Und was mir taugt hat, ich habe alle herbrennt. Die Schneebremser haben einfach nicht Gas gegeben. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Der Bridgestone-Typ hat gesagt, dass die Regenreifen volle Granate funktionieren. Und wenn mir was leicht fällt, dann ist es das Hirn ausschalten. Das habe ich jetzt natürlich gemacht und habe voll umgelegt. Erste wichtige Testerkenntnis habe ich auch schon gemacht. Die Fireblade, die neue, ist ein super Landstraßenmotorrad. Ich bin jetzt im Regen ziemlich aufrecht sitzend gefahren, so richtig relaxed, Gentleman-Style. Und was ich gesehen habe, ist, dass die Fireblade nicht diesen super aggressiven Hang-Off-Fahrstil braucht, sondern dass die wunderbar zu bewegen ist, aufrecht sitzend, leichte Impulse am Lenker, ganz leibend zum Fahren. Also wirklich leibend. Und ihr seht, dass es regnet da ohne Ende, aber ich bin richtig geil drauf. Es hat echt Spaß gemacht, ist mir scheißegal der Regen. Und was auch war, 192 PS, volle Granate natürlich. Der Freddy Spencer hat einfach drauf pfiffen, Startzielgerade 260, volle Granate. Am Ende der Startziel bremst dich einfach ein, ABS, butterweich, alles vom Feinsten. Also ein wirklich schönes Fahrverhalten im Regen. Die Fireblade, wie je zuvor, vermittelt ein unglaubliches Gefühl für Sicherheit. Aber oben raus, wenn die zum Anrauchen anfangen, ist eine wütende Bestie.
Also das ist jetzt wirklich geil, dass sie diese Kombination schafft, die Fireblade, immer noch schön zum Fahren sein auf der Landstraße, aber oben raus auf der Stadtziel, das geht gewaltig, da fährst du raus mit 220, 230 und die hebt es immer noch auf vorne. Und wo ich aber wirklich angefressen bin auf Honda, das ist dieser Schaltassistent. Ich meine, die haben uns die letzten Jahre, wie soll ich sagen, verarscht. Dieser Schaltassistent ist eine Sensation. Honda hätte es sicher immer schon gekonnt, sie haben es uns nicht gegeben, ich weiß nicht wieso. Jetzt durch den Druck der Konkurrenz ist er endlich drauf. Dieser Schaltassistent auf der Fireblade ist wirklich großartig und ich möchte nie wieder ohne fahren. Und schade, dass Honda den erst so spät einbaut hat, die hätten die letzten Jahre alles in Grund und Boden gestampft, wenn sie so geile Komponenten schon drin gehabt hätten. Und eine Kleinigkeit, was mir aber nicht so super passt, jetzt an der neuen Fireblade, kann ich jetzt auch sagen, weil im Regen ist mir jetzt wirklich aufgefallen, das Ansprechverhalten, also dieser erste Millimeter am Gasgriff, das ist mir ein bisschen zu ruppig gewesen und da habe ich ein bisschen herumprobiert mit der Elektronik. Da ist so, dass das in jedem Modus, also egal ob der Lushi-Modus oder der Henker-Modus von dem Ansprechverhalten, dieser erste Dreher am Gasgriff ist mir ein bisschen zu unsanft. Und das ist so, dass die ersten in dem niedrigen Drehzahlbereich das Ansprechverhalten in allen Power-Modes gleich ist. Also ich sage Ansprechverhalten im unteren Bereich gut, aber nicht Honda-Style, oben raus dann alles vom Feinsten wieder ein sehr gut. Soweit die ersten Eindrücke, soll ich mich ein bisschen aufwärmen, ich bin waschelnass, nicht in der Unterhose, sondern nur außen. Gell? Tja, jetzt haben wir intensive Tests hinter uns mit der Fireblade. Leider nicht nur im Trockenen, im sonnigen Süden, sondern auch im rauen Biker-Alltag hier. Grausliches Wetter haben wir auch gehabt teilweise. Und ist natürlich für euch als Zuseher geil, weil jetzt kann ich euch bringen Fahreindrücke in jeder Lebenslage, in jedem Temperaturbereich. Und also so gesehen ist sehr okay. Für euch gehe ich da wirklich auch durch die Hölle hier in Portimao mit der Fireblade. Wie fährt die? Wie fährt die neue Fireblade? Muss ich gleich mal sagen, die Fireblade fährt richtig handlich und fühlt sich dabei auch leicht an. Das könnte man sagen, das ist ja das Gleiche, leicht und Handling gehört zusammen. Naja, nicht unbedingt. Viele Motorräder sind ja schwer, können aber durch eine gute Chassisgeometrie und geschicktes Kaschieren im Fahrbetrieb leicht gemacht werden. Bei der Fireblade ist es so, dass man in jeder Lebenslage einfach spürt, dass sie wirklich leicht ist. Es ist ein anderes Fahrgefühl und die Fireblade definiert sich ein Stück weit auch dadurch und das ist Honda wirklich gut gelungen. So, Handling und diese Leichtfüßigkeit ist wirklich großartig. Was dann noch, warum sich das auch so anfühlt, ist vielleicht auch ein bisschen ein Feeling her von der Sitzposition und vom Auftritt. Das Motorrad ist ja nicht nur leicht, sondern auch kompakt, schmäler. Es ist wirklich sehr, ja, ich will nicht sagen klein, sondern ja, kompakt und schmal. An manchen Stellen ist sie ja 30 mm schmäler, an manchen Stellen 15 mm. Hört sich nicht nach viel an, aber wenn man oben sitzt, merkt man es wirklich sofort, das ist ein kleines Motorrad. Was dann trotzdem erstaunlich ist, ich bin 1,85, habe einen anderen Kollegen gesprochen, der ist gleich groß, hat ein bisschen an den Ranzen. Entschuldigung, also ein kleines Bäuchlein, weil er weiß, wer gemeint ist. Es ist trotzdem nicht unangenehm. Also es ist immer noch so, Fireblade war ja so, immer, man hat sich im Sattel wohl gefühlt, das hat sie nicht verloren. Man fühlt sich immer noch wohl im Sattel, man fühlt sich immer noch sicher im Sattel, obwohl es von den Abmessungen her, vom Auftritt her radikaler geworden ist. Das fragen natürlich die Ersten dann immer bei den Kommentaren unten, ja, und ist sie handlicher als die, ist sie handlicher als jene, welche ist die handlichste? Ja, traue mir natürlich auch auf Fernanalyse zu. Ich bin ja schon hier andere Superbikes gefahren, ich fahre viele unterschiedliche Superbikes, viele Tausender. Ich glaube, am Kurveneingang ist die Fireblade jetzt nochmal ein Stück nach vorne gerutscht und das Handling in den Radius hinein, diese Willigkeit in den Radius hinein, ist jetzt ziemlich genau wie die Aprilia RSV4 RF. Vielleicht am Kurveneingang diese Willigkeit, den Innenstrich zu treffen, ist bei der Aprilia noch ein bisschen ausgeprägter. Im Radius nachher hat die Honda was wirklich gut funktioniert und das hat uns der Mercedes-Benz halt auch eingebläut, das wirklich zu nützen. Also sie folgt total geil der Blickführung. Das ist auch das, was bei Honda schon immer geil war, sie fährt sich von alleine, du suchst den Strich quasi mit deiner Blickführung und die Fireblade folgt dem Strich automatisch. Das ist auch wirklich grandios. Wo sie überlegen ist, wage ich jetzt zu behaupten und ich hoffe, das können wir dann bei dem Vergleichstest bestätigen, also sie ist überlegen in den Wechselkurven. Wir haben da eine oben, also keine andere Tausender legst so leicht von einem Knie aufs andere. Das ist durch das kompakte Gesamtpaket und das geile niedrige Gewicht ganz grandios in Wechselkurven und ist natürlich gewaltig. Das fühlt sich, man sagt ja oft, fühlt sich an wie eine 600er. Wenn man dann umsteigt auf die 600er, ist doch noch ein Unterschied wahrscheinlich.
Aber für mich ganz geile Handling-Rakete, die Fireblade. Gut gemacht, Honda. Was wir noch haben, erstmals bei einem 4-Zylinder-Reihenmotor bei Honda, Drive-by-Wire, also dieses elektronische Gasgriffzeug. Und das ist so, dass ich da, würde ich sagen, ich habe ja bei Honda einfach die höchsten Ansprüche. Also bei jedem anderen Motorrad würde ich sagen, es ist super. Da sage ich, es ist gut, weil es so ist, dass auf den ersten paar Grad von der Gasgriffstellung ist so, dass alle Kennfelder, alle Power-Modes die gleiche Kennlinie haben. Und so finde ich, gerade wie es im Regen war, hätte ich mir bei den ersten paar Grad am Gasgriff ein noch feineres Ansprechverhalten gewünscht. Das konnte ich mir aber nicht einstellen, weil ja die ersten paar Grad am Gasgriff immer gleich sind. Wenn man dann ist, so ich sage mal bei 10 Grad, 15 Grad bis 100% Honda-Style, absolut perfekte Gasannahme, absolut perfekte Gasgriffannahme, super Feeling, auch Durchzug, Drehwilligkeit, wirklich grandios. Aber so dieser erste Drücker war mir ein bisschen zu ruppig. Ranzen auf hohem Niveau, aber es würde jetzt aus meiner Sicht einen kleinen Punkteabzug geben. Was ist, die Honda hat ja immer so ein bisschen dieses Image gehabt, die Fireblade, ja, sie ist ein gut zu fahrendes Motorrad, ein einfach zu fahrendes Motorrad und ist überhaupt kein Problem, dass 20 PS weniger hat und sie ist trotzdem leiwand. Naja, am Stammtisch war man trotzdem ein bisschen der Luschi, weil die anderen halt einfach so viel mehr Leistung gehabt haben, dass sie auf der Stadtziel immer vorbeibrennt sind. Jetzt ist so, dass die Honda 192 PS hat und sie ist damit leistungsmäßig nicht führend. Vom Gefühl ist vor allem BMW und Kawasaki doch noch kräftiger und das wird man möglicherweise, also nicht möglicherweise, sondern sicher auf langen Strecken, auf langen Geraden, Brünn, Slowakiering zum Beispiel, hat man da einen Nachteil mit der Honda. Was aber schon ist, so rein vom Feeling her, ist man da im Club der Coolen mit dabei. Also die ist oben raus richtig böse. Also ich bin heute im Freddy Spencer nachgefahren, im Regen, zweite Runde, hat er schon ganz normal auf 260 aufgezogen davor. Und ich habe dann gesehen, aus der Kurve vorne raus, da ist so eine kleine Kuppe, ist sein Vorderrad immer aufgestiegen. Also es war bei 220 circa, ist das Vorderrad immer aufgestiegen, das 4. Gang. Ich bin da auch schon die BMW gefahren. Das war ein durchaus vergleichbares Feeling. Also die Honda ist oben raus jetzt im Club der Bösen angekommen und nicht mehr nur die gutmütig leicht zu beherrschende. Was ihr trotzdem gut gelingt, ist, dass sie einfach gefahren werden kann. Vor allem hier im Regen habe ich das genossen, aufrecht sitzend, Gentleman-Style, schön gemütlich dahin cruisen. Also so stelle ich mir das auch vor, auf Stilfserjoch auf oder in Steirische rein. So dieses gemütliche dahin cruisen, auch flink, mal sportlich. Stelle ich mir vor, dass es gut funktioniert, so wie wir es hier im Regen jetzt gemacht haben. Aber oben raus kann es dann richtig krachen lassen, die Blade. Und wird sie wirklich böse, böser als je zuvor andere Honda war, kann man so sagen. Jetzt sind die Motorräder, sage ich mal, diese ganzen Tausender alle von ziemlich hohem Niveau. Und die Fireblade ist jetzt die letzte Japanerin, die da jetzt, also vorletzte, die Suzuki kommt noch, die da jetzt quasi in den Club der coolen Bikes aufgestiegen ist mit dem vollen Elektronikpaket und so weiter und so fort. Das heißt, die sind jetzt alle sehr nah zusammengerückt. Wie positioniert sich jetzt die Honda? Ich sage, was Honda am besten hingekriegt hat, ist die mechanische Perfektion. Also da haben die Honda-Ingenieure, das denke ich mal jetzt aus, weiß nicht, ob es stimmt, aber es fühlt sich so an, dass die Honda entwickelt worden ist mechanisch. Das heißt, es ist richtig gut hingestellt worden und ich habe es auch probiert ohne Elektronik und die Fahrt auch ohne Elektronik wirklich wunderbar wie eine Fireblade. Schön zu fahren, keine großen Mankos, stabil, handlich, vertrauenerweckend, ganz großartig. Und die Elektronik wird bei Honda nicht dazu genutzt, um irgendwelche Schwächen zu kaschieren, Stabilitätsschwächen zum Beispiel, die dem radikalen Setup zu schulden sind. Nein, die Elektronik kann man da wirklich dazu nutzen, um einfach mehr aus dem Motorrad rauszuholen, um wirklich zu tunen, zu optimieren, noch schneller zu fahren. Und das ist für mich nur bei der Honda wirklich so. Bei allen anderen sind die Elektronikpakete so ein dick Mantel des Schweigens über irgendein Stabilitätsproblem oder so, über ein Radikalitätsproblem. Das Gefühl habe ich hier nicht. Sie ist oben raus, also ich sage mal, wenn man jetzt aus den Kurven rausfährt und man hat ein bisschen nicht so den leimenden Asphalt, vielleicht ein Tick instabiler wie die Vorgängerin, also sie ist radikaler geworden, aber weit weg von irgendwie Problemfall oder so. Was für mich auch ein gutes Indiz ist, dass die Fireblade stabil und gut dasteht, ist die Wahl der Location. Also Honda hat Portimao gewählt und Portimao hat blinde Ecken, hat teilweise üble Bodenwellen drinnen. Honda würde das nicht auswählen, wenn sie nicht genau wissen, dass das auch gut funktioniert, ist wieder alles vorher getestet. Also die Rahmenbedingungen von Honda sind schon sehr selbstbewusst gewählt worden und hat auch wirklich gut funktioniert. Ich habe dann vorher noch ein bisschen Schmäck geführt mit dem Nicky Hayden, mit Freddy Spencer.
Die waren vorher bei uns mit denen in der Box. Die sind im Regen, am Regen haben wir dann ein bisschen eine Pause gemacht, sind wir beieinander gesessen und habe ich die beiden gefragt, ja, ob für sie das Motorradfahren ein bisschen was an Faszination eingebüßt hat mit der Fireblade, weil jetzt einfach so viel Elektronik drin ist. Und der Freddy hat gesagt, er ist froh drüber, dass er das Motorradfahren gelernt hat damals in den wilden Zeiten ohne Elektronik, ist jetzt froh drüber, aber jetzt, heutzutage und fahren und genießen und freuen, da hat er irrsinnige Freude damit und sieht die positiven Aspekte von der Elektronik. Er hat gesagt, er ist ja hier jetzt in Portimao richtig schnell gefahren mit seinen Racing-Kollegen. Er ist langsam gefahren, wie er irgendwelche Einsteiger um die Strecke geführt hat, die halt das erste Mal da waren. Er ist bei Regen gefahren, er ist bei Sonne gefahren und er hat halt gemeint, das büßt nichts an Faszination ein. Es gibt einfach einen Benefit an Sicherheit. Und der Niki Heden hat dann eine lustige Anekdote erzählt, wie sie es gemacht haben, den Werbedreh für die neue Fireblade in Valencia. Ist er hingekommen und haben die Honda-Leute ihm aber Szenen gezeigt, die es gern drehen würden. Die Szenen, die sie ihm gezeigt haben, sind MotoGP-Szenen gewesen. Haben ihm Niki gesagt, du, solche Slides aus der Kurve raus brauchen wir bitte. Und der Niki hat gesagt, Alter, was ist mit euch? Das ist MotoGP, ist ein Rennmotorrad und ihr wollt, dass ich das mit dem Standardbike mache. Und ich habe gesagt, ja genau, das wollen wir. Und er hat gesagt, er ist rausgefahren und zuerst hat er die Slides nicht gut hingebracht, weil die Maschine immer wieder in stabile Fahrposition zurückgeholt worden ist. Aber dann hat er einfach die Traktionskontrolle um 3 Stufen zurückgedreht und dann hat er wirklich leimende Slides hingelegt und hat gesagt, so mit einem Augenzwinkern zum Freddy rüber, und das heißt, die ganzen leimenden Sachen, die ganzen spaßigen Sachen kann man jetzt machen, nur mit einer Portion mehr Sicherheit. Und das ist ja nichts Schlechtes. Und da haben sie sich beide ein bisschen angelächelt. Also die haben sicher schon genug Brezen in ihrem Leben gerissen und freuen sich einfach über jede Brezen, die ihnen erspart wird durch das Elektronikpaket. Und wenn man es kann, so wie der Niki oder der Freddy, kann man die Slides und kann man die Wheelies und kann man die Drifts. Und wenn man es nicht kann, kann man es mit und ohne Elektronik nicht. Also ich denke, die Diskussion ist jetzt beendet. Das ist alles auf so einem hohen Niveau jetzt schon, dieses ganze Elektronikpaket, dass sich wirklich da jeder darüber freuen kann. Letzte Frage zum Schluss, ganz wichtige Frage für mich auch. Soll ich mir die Fireblade jetzt kaufen? Es ist so, also Fireblade-Fans, die immer Fireblade früher gefahren sind und vielleicht abgewandert sind zu anderen Marken, jetzt weil Honda sich ein bisschen Zeit lassen hat, die können natürlich sofort zurückkehren. Es ist eine absolut geile Fireblade und wenn man ein Honda-Fan ist, wenn man ein Fireblade-Fan ist, bedenkenloser Kauf. Es ist so weit raufgerutscht jetzt zu den anderen, das sind jetzt ganz feine Nuancen, wo sich die Motorräder unterscheiden. Also einem Fireblade-Fan kann man es bedenkenlos empfehlen. Und alle anderen müssen wahrscheinlich ein bisschen so ihre persönlichen Vorlieben ein bisschen ausprobieren. Wo sitze ich besser, was gefällt mir besser, wo habe ich das bessere Feeling. Und die Fireblade definiert sich dadurch, dass geiles, kompaktes Handling hat, einfach zu fahren ist, aber jetzt on top einfach diese Nuance an Geilheit, an Aggressivität hat. Für mich persönlich, ich bin echt schwer am Überlegen, nicht ob ich sie mir kaufe, sondern ob ich die SP nehme oder die SP2 und wann ich sie mir kaufe, heuer oder nächstes Jahr. Weil was für mich immer ein bisschen, wo ich immer ein bisschen nervös wäre, ist, wenn die Motorräder dann erst so spät kommen, so März, April, und da muss ich dann noch herumschrauben und Zubehör drauf, dann ist erst im Juli fertig, da bin ich so nervös immer. Also ich werde vermutlich erst am Jahresende mir das mal in Ruhe ansehen, schauen, ob das ganze Zubehör, das ganze Tuning-Zeug schon da ist. Und dann werde ich da wohl oder übel wieder mal investieren müssen. Wieder eine heftige Geschichte. Und von mir kriegt die neue Fireblade das absolute Besturteil, leiwand. Und es gibt an dem ganzen Test hier leider nur eine Sache, die mich ein schlechtes Urteil geben muss. Das ist das Wetter hier, das wir heute gehabt haben am Nachmittag. Ranziges Wetter hier in Portimao. Für euch war es leiwand. Wir haben hier wirklich sehr abwechslungsreiche Testbedingungen gehabt. Ich bin nicht gestürzt zum Glück, weil mein Maskottchen, das Nilpferd, hat mich sicher durch den Tag gebracht, auch bei Regen. Und jetzt ist natürlich wichtig, meine lieben Freundinnen und Freunde hier, eure Kommentare, kann euch die Fireblade überzeugen? Ist sie eurer Meinung nach die neue Nummer 1? Oder wer ist der härteste Gegner für die Fireblade? Na, da bin ich jetzt aber auf reißerische Diskussionen gespannt. Dranbleiben.